Du nutzt Fedora und möchtest ganz einfach Programme installieren, ohne dich durch irgendwelche Abhängigkeiten zu kämpfen und die Installationen sollen am besten abgeschottet vom System arbeiten, dann ist Flatpak genau das Richtige für dich. Hier ist Linux Infinite und in diesem Video zeige ich dir, wie du Flatpak auf Fedora einrichtest und Programme installieren kannst. Wenn ihr euch dafür interessiert, was Flatpak ist, welche Vor- und Nachteile es hat und etwas mehr Informationen, verlinke ich euch oben in der Infobox das Video zu meiner Installation auf Debian. Dort erkläre ich ein wenig mehr über Flatpak, dass dieses Video nicht zu groß wird, beziehungsweise zu lang. So, das erste, was wir brauchen, ist natürlich ein Terminal. Aber keine Angst, da werden wir nicht viel drin machen. Wenn ihr den Terminal noch nicht gestartet habt, dann drückt in Fedora einfach Strg, Alt und T. Dann öffnet sich ein Terminal. Oder ihr drückt die Windows-Taste bzw. die Super-Taste, wie es in Linux heißt, gebt ein Terminal und sucht euch einen Terminal aus. Dann brauchen wir einen Explorer für das Internet. Dort gehen wir auf flathub.org. Das Gute an Fedora ist, ihr müsst Flatpak nicht installieren, das kommt von Haus aus. Wir gehen hier unten auf Setup Flathub und nun können wir hier unser Betriebssystem auswählen, welches wir haben. Ubuntu, Debian, Chrome OS, Fedora, Arch, Linux Mint, OpenSUSE, und da klicken wir auf Fedora. Und wir sehen, ist jetzt zwar Englisch, Flatpak is installed by default on Fedora Workstation, Silverblue und Kinoite. Solltet ihr Fedora Server haben, ist es natürlich nicht installiert. Dort gebt ihr dann einfach ein sudo dnf install flatpak. Dann gebt euer Root-Passwort ein. Dann würde sich Flatpak direkt installieren. Ihr seht, Flatpak ist installiert, brauchen wir nicht. Also damit hat sich das mit der Installation bei uns erledigt. Clear. Und wir können auch nochmal, falls ihr es jetzt noch nicht gesehen habt, Flatpak --Version eingeben. Dann seht ihr die Flatpak-Version, die auf eurem System installiert ist. Wie gesagt, macht das als erstes, schaut, ist es auf meinem System installiert. Wenn nichts angezeigt wird, dann einfach den Befehl, den ich euch gerade gezeigt habe, eingeben. Was wir jetzt noch machen müssen, und zwar ist es die Repository File. Die ist, das kann ich euch kurz zeigen, clear flatpak remotes ist hier schon drin. Und zwar der FlatHub, das ist im Prinzip ein Repository von Flatpak, wovon ihr die Programme dann runterladen und installieren könnt. Kopiert euch einfach diesen Link, kopieren, in den Terminal gehen, dann Shift, Strg und V, damit fügt ihr ihn ein und drückt dann auf Enter, gebt euer Root-Passwort ein und dann ist das Ganze schon erledigt und ihr habt Flatpak aktiviert. Clear, dann geben wir nochmal ein Flatpak Remotes und wir sehen jetzt, hier hat sich etwas geändert und zwar vorher war es filtert und jetzt ist es komplett frei. Das heißt, wir können nun Flatpak nutzen. Nun können wir auch schon unser erstes Programm installieren. Wir suchen uns hier im FlatHub ein Programm aus. Ich zeige euch auch gleich, wie ihr es noch anders machen könnt. Und zwar, wir gehen auf Popular und schauen uns mal an. Installieren Brave, den Internet Explorer Brave, der ist immer ganz schön. Dann geht ihr hier oben auf den Pfeil und hier seht ihr die manuelle Installation von Brave. Die kopieren wir uns jetzt. Wir klicken hier einfach drauf, dann haben wir es kopiert und fügen es einfach in unseren Terminal ein. Shift, Strg, V, Enter. Ja, wir wollen es installieren. Yep. Diese Änderung an der Systeminstallation fortfahren. Jawohl. Hier sehen wir auch, welche Abhängigkeiten installiert werden müssen. Aber damit habt ihr nichts zu tun. Das macht er ganz automatisch. Und woher die Teile kommen. Natürlich auch, wie groß sie sind und aus welchem Branch sie kommen. Dann die Berechtigung habt ihr hier. Also alles schön angezeigt. Aber wir drücken jetzt einfach bei Y. Okay.
und lassen das Ganze installieren. Und damit ist die Installation schon abgeschlossen. Wenn ich jetzt die Windows-Taste drücke und gebe ein BRA, sehen wir schon, wir haben den Brave Browser installiert. Nun können wir diesen als Standard festlegen. Machen wir, importieren, nichts, nein, wir wollen auch keine Dinge weitergeben, senden Diagnoseberichte, machen wir jetzt alles auf Nein. So, und schon haben wir den Brave Browser installiert. Nun können wir hier mal alles schließen. Jetzt zeige ich euch eine weitere Möglichkeit, wie ihr ein Flat Hub bzw. ein Flatpak installieren könnt. Und zwar, wir drücken auf die Windows-Taste mal wieder, suchen unser Software Center und schauen uns hier mal die Punkte an. Jetzt suchen wir mal Inkscape. Wir können das hier so suchen oder wir geben einfach ein Ink. Sollte zumindest funktionieren. Gehen wir zurück. Inkscape. So, das haben wir hier. So, jetzt lädt es hier. Jetzt sehen wir hier installieren. Wir haben noch nichts installiert. Jetzt können wir schauen. Okay, hier zum Beispiel von Fedora Linux. Das ist nämlich das, was wir hier gesehen haben. Ganz schnell. Ich clear das mal. Flatpak Remotes. Und zwar hier Fedora. Das ist ihr eigenes Flatpak Repository. Und dann gibt es hier unten nochmal ein Flatpak und das ist das Original FlatHub Repository. Also im Zweifelsfall würde ich immer das von Fedora nutzen. Entweder das normale, wenn ihr es nicht abgeschottet vom System haben wollt, und wenn ihr ein Flatpak installieren wollt, dann auf jeden Fall das von Fedora, wenn es natürlich verfügbar ist. Es kann sein, dass bestimmte Apps nicht verfügbar sind im Fedora Hub. Dann nehmt einfach den FlatHub. Wir nutzen jetzt hier den Fedora Hub, installieren und warten, bis das geschehen ist. So, Inkscape ist nun installiert und wir schauen mal, ob wir es finden. Ink, und wir sehen, wir haben es. Es funktioniert auch, hoffentlich, jawohl. Das haben wir auch geschafft. Ihr könnt es natürlich auch, wenn ihr, ich sage jetzt mal, die Namen der Produkte bzw. Apps kennt, könnt ihr sie natürlich auch installieren über den Terminal, indem ihr dann eingebt, ich muss jetzt mal schauen, ganz schnell bei flathub.org. Das, was wir hier vorher beim Kopieren gemacht haben, erkläre ich euch ganz schnell. Wir schauen mal nach zum Beispiel Bottles. Genau, klicken hier drauf, installieren. Und wir sehen Flatpak Install FlatHub. Das hier wird angezeigt. Das ist das, was ich vorher erklärt habe, wo wir den Fedora Hub haben. Das wird ausgewählt, von welchem Hub das kommt. Wenn wir jetzt zum Beispiel eingeben würden, Flatpak Install Fedora, dann würden wir es vom Fedora Hub herunterziehen. Oder ihr seht halt hier dementsprechend auch hier com.usebottles.bottles. Aber das braucht man im Prinzip nicht. Ihr habt ja gesehen, wie man es hier im Hub dann findet, im Software Center. Das ist also kein Problem. So, nun zeige ich euch noch ein paar Basics für Flatpak im Terminal. Und zwar, wenn wir eingeben Flatpak List, dann wird uns angezeigt, was wir alles über Flatpak installiert haben, von wo es kommt. Also wir sehen hier beim Brave kommt es vom FlatHub und bei unserem Inkscape, das wir installiert haben, kommt es vom Fedora. Das sehen wir alles hier drin. Wir sehen hier die Versionen, die Anwenderkennung. Das ist, wenn ihr etwas installieren wollt, wie gesagt, oder halt dementsprechend beim Deinstallieren. Aber da zeige ich euch noch einen kleinen Trick, wie ihr auch seht, ohne List, was ihr deinstallieren könnt von Flatpak. Dann gibt es Flatpak Run und dort geben wir zum Beispiel org.inkscape, autocompleten das, drücken Enter und schon startet sich Inkscape. So, dann können wir das wieder schließen. Clear. Wir müssen natürlich auch schauen, dass unsere Flatpaks alle auf dem neuesten Stand bleiben. Das machen wir mit Flatpak Update. Enter. Suche nach Aktualisierung. Ist nichts da. Alles auf dem neuesten Stand. Perfekt. Dann kommt es jetzt zu dem Punkt, wenn ihr ein Flatpak deinstallieren wollt, also ihr wollt es löschen vom System, braucht es nicht mehr oder sonst was. Dann, ich clear erstmal, geben wir ein Flatpak uninstall und jetzt drücken wir zweimal auf die Tab-Taste. Dann sehen wir hier, was wir deinstallieren können. Es steht hier ja zu 90% drin. Gut, Free Desktop, Plattform, das sind alles Systemdateien vom
bestimmten Apps oder einfach Abhängigkeiten. Dann geben wir ein org.inc und das wollen wir jetzt mal löschen. Wir sehen hier Inkstay Stable passt. Wollen wir löschen? Ja. So, die Installation abgeschlossen. Clear. Und jetzt schauen wir nochmal. Flatpak List, ob es auch wirklich weg ist. Und wir finden es hier nicht mehr. So, und jetzt zu guter Letzt Flatpak install org.inkscape. Jetzt muss ich es überlegen. .inkscape war es, glaube ich. Und was wir jetzt machen, wir setzen hinter das Install, weil wir haben es ja vorher vom Fedora Hub heruntergeladen. Jetzt machen wir das Ganze über das FlatHub. Geben wir ein FlatHub und hoffen, dass alles funktioniert hat. Required Runtime for Inkscape. Es scheint alles found in Remote FlatHub. Wir wollen es installieren. Wir sehen alles, zack, zack, zack. Alles da, yo. Und wir sehen hier die Gegenstelle, das heißt, woher wir es bekommen. Ihr müsst euch dann mal umschauen, welche Version, zum Beispiel sind Stable-Versionen bei Fedora und bei FlatHub gibt es eventuell etwas neuere Versionen. Das ist gut möglich, das müsst ihr einfach dann mal schauen, wo ihr was herbekommt. So, und jetzt machen wir Yes und installieren Inkscape wieder über den FlatHub. Und unsere Installation ist abgeschlossen. Wir clearen. Dann drücken wir die Windows-Taste, geben ein Inkscape. Es ist wieder da und wir haben Inkscape vom FlatHub installiert. Nun können wir das Ganze wieder schließen. Und dann würde ich sagen, das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat euch auch ein wenig weitergeholfen. Wenn ja, lasst doch bitte ein Like da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt und schreibt einen Kommentar. Eventuell, was euch noch interessiert zum Thema Linux oder speziell zum Thema Fedora. Ich verabschiede mich, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal.